So, und damit kommen wir zurück nach Deutschland, besser gesagt nach Berlin. Denn irgendwie ist zum Jahresende alles anders. Im politischen Berlin wird nämlich tatsächlich kurz vor dem Jahreswechsel noch gearbeitet. Und der Grund ist natürlich der Anschlag in Magdeburg mit 5 Toten und über 200 Verletzten. Es sind so viele Fragen offen. In wenigen Minuten kommt das Parlamentarische Kontrollgremium zusammen. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes und der Chef des BKA, die müssen Antworten geben zu möglichen Sicherheitspannen, was den Attentäter, den aus Saudi-Arabien stammenden Mann, angeht. Aber dann um 12:30 Uhr ist es soweit, dann kommt der Innenausschuss zusammen. Und auch dort wird darüber debattiert, was es für Sicherheitspannen gegeben hat. Wie konnte der Täter auf das Gelände kommen? Wie konnte er so weit mit dem SUV über das Gelände fahren und diese Tragödie anrichten? Es ist also eine Menge noch zu klären. Und man merkt auch daran, dass heute der politische Betrieb weitergeht, dass der Bundestagswahlkampf bereits begonnen hat für die Wahl am 23. Februar 2025. Der Überblick von Gerrit Sebald. Wie konnte das passieren? Warum gab es gravierende Sicherheitslücken auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt? Warum wurden Warnungen aus dem Ausland offenbar ignoriert? Öffentliche Posts des mutmaßlichen Täters im Netz, sogar 2 Gefährderansprachen hatte es gegeben. Trotzdem hat niemand den Anschlag verhindert. Warum nicht? Darum soll es in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Deutschen Bundestag gehen. 6 Behörden in 6 Bundesländern kommunizieren offensichtlich nicht miteinander. Es gibt also schwerwiegende Mängel in der Kommunikationsstruktur unserer Sicherheitslandschaft. Und damit müsste sich Frau Faeser und auch der Deutsche Bundestag übrigens beschäftigen. BKA-Chef Holger Münch und Verfassungsschutz-Vizepräsident Sinan Seelen und nicht zuletzt SPD-Innenministerin Faeser müssen im Ausschuss also Rede und Antwort stehen. Faesers Parteichef Klingbeil wagt unterdessen die Flucht nach vorne, fordert ein härteres Vorgehen gegen gewaltbereite Flüchtlinge. Wer mit Terroranschlägen droht, verliert das Recht, in Deutschland zu bleiben, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Frage aber eben auch, warum wurden diese Drohungen gar nicht erst verfolgt? Die Behörden hätten einfach zu wenige Befugnisse und technische Möglichkeiten würden aus Rücksicht auf den Datenschutz nicht ausgenutzt, findet die Union. Und fordert eine sicherheitspolitische Zeitenwende. Es brauche in Deutschland endlich die Vorratsdatenspeicherung. Alle Fachleute aus dem Sicherheitsbereich, wirklich alle unisono, fordern dies seit vielen Jahren. Einzig verweigern tun sich noch die anderen Parteien, FDP und Grüne insbesondere, aber auch große Teile der SPD und auch die AfD. Konkret fordert die Union, dass vor allem IP-Adressen verpflichtend für mindestens 3 Monate gespeichert werden. Ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs hätte das bereits vor 2 Jahren rechtlich möglich gemacht. Dorothea Schopelius ist für uns im Jakob-Kaiser-Haus. Guten Morgen, Dorothea. Also der politische Betrieb ist also weiter am Laufen. Heute 2 wichtige Sitzungen. Aber was können wir denn für neue Entwicklungen in Bezug auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg erwarten? Wird denn auch vor allen Dingen das Innenministerium Sachsen-Anhalts befragt werden, um endlich Aufschluss geben zu können? Die oberste Priorität am heutigen Tage, und deswegen kommt man so kurz vor Jahresende auch überhaupt noch einmal zusammen, ist die Aufarbeitung. Denn die Tat in Magdeburg hat ja schon wenige Stunden danach gezeigt, sie hätte unter Umständen verhindert werden können. Denn dieser Täter ist mehrfach aufgefallen. Es hat 2 Gefährderansprachen gegeben und mehrere Meldungen und Warnungen über ihn, sogar vorbestraft ist er. Und genau um diese Debatte geht es dann hier im Deutschen Bundestag. Und da hat es von verschiedenen Seiten natürlich auch schon Forderungen gegeben. So möchte die Union gerade im digitalen Bereich nacharbeiten. Da geht es um Gesichtserkennung, um die Speicherung von IP-Adressen. Aber auch Nancy Faeser kommt nicht mit leeren Händen zu diesen Sitzungen. Sie möchte noch einmal über das Bundespolizeigesetz sprechen. In dem geht es darum, dass die Bundespolizei mehr Befugnisse bekommt. Und auch von den Grünen werden Töne laut, dass Sicherheitsbehörden besser verknüpft werden müssen, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen werden müssen und dass es weniger bürokratische Hürden geben darf, wo sie mit ihrem ehemaligen Koalitionspartner, die FDP, auch übereinstimmen. Man ist sich einig in der Tatsache, dass aufgearbeitet werden muss. Was für Schritte allerdings dann daraus folgen, migrationspolitisch gesehen, sicherheitspolitisch gesehen, da gehen die Meinungen wie immer im Deutschen Bundestag etwas auseinander und darüber wird man heute sprechen.
Ja, Dorothea, aber die Frage ist natürlich auch, ob man über den Täter spricht. Den Mann aus Saudi-Arabien, der lange in Deutschland gelebt hat. Es ist ja nicht mal klar, ob er überhaupt ein Medizinstudium gehabt hat, obwohl er in diesem Bereich gearbeitet hat. Können wir da auch Neues erfahren? Wir wissen ja einiges über ihn. Aber in den vergangenen Tagen haben wir nichts Neues erfahren. Jeder Stein wird umgedreht werden und volle Transparenz geschaffen. Das sagte die Innenministerin Nancy Faeser, bezugnehmend auf die doch sehr diffusen Umstände rund um den Täter. Taleb A. ist aus Saudi-Arabien nach Deutschland gekommen. Er ist 2013 vorbestraft worden wegen Ankündigung von Straftaten und hat kurz darauf dann aber trotzdem Asyl hier bekommen, ist in seiner Tätigkeit als Arzt mehrfach negativ aufgefallen und im Internet durch Androhungen von Straftaten oder durch gewalttätige Sprache nicht nur aufgefallen, sondern auch mehrfach gemeldet worden. So oft, dass es Gefährderansprachen gegeben hat. Kurz zur Erklärung. Das heißt, die Polizei wird einem vor Ort aufsuchen, mit einem sprechen. Und so versucht die Polizei zu verhindern, dass Straftaten vollzogen werden oder zumindest der Person klarzumachen, dass sie beobachtet wird. Dies ist im Jahre 2023 versucht worden und eine Woche vor der Tat auch wieder versucht worden. Da hat es eine Gefährderansprache am Arbeitsplatz des Täters gegeben oder zumindest geben sollen. Das alles sind sehr diffuse Umstände. Die Art und Weise, wie der Täter getweetet, gepostet hat, passt politisch teilweise hinten und vorne nicht zusammen. Das muss man einmal salopp so direkt sagen. Und auch darüber soll hier gesprochen werden, wie es möglich sein kann, dass ein Täter, der in derartiger Weise beobachtet wurde von den Behörden, dann die Möglichkeit hatte, diese Tat zu planen und am Ende auch durchzuführen. Dorothea, du wirst das Ganze für uns beobachten, aber wir werden uns gleich weiter unterhalten. Aber wir wollen einmal auf den Bundestagswahlkampf und die Wahl 2023 schauen und die aktuelle Debatte über die Migration, die damit natürlich zusammenhängt. Denn die Union will die Abschieberegelungen für Asylbewerber deutlich verschärfen. Wer vorsätzlich 2 Straftaten begehe, solle künftig automatisch aus Deutschland ausgewiesen werden. Das sagte CDU-Generalsekretär Linnemann der Bild-Zeitung. Dafür müssten die Christdemokraten aber das Aufenthaltsgesetz ändern, in dem es aktuell heißt, dass ausländische Straftäter trotz einer Verurteilung bleiben können. Das Problem ist aber, der Europäische Gerichtshof hat bereits geurteilt, dass Flüchtlinge selbst bei schweren Straftaten in bestimmte Länder nicht abgeschoben werden dürfen. Dorothea, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich eine Forderung, die auf den Wahlkampf abzieht. Migration wird ein großes Thema spielen. Aber ist das nicht auch Wunschdenken bei der Union? Weihnachten ist inzwischen vorbei. Und wenn wir auch davon ausgehen, dass es eine große Koalition geben könnte mit den Grünen, wäre das eh nicht zu machen. Aber mit der SPD ist das auch nicht zu machen. Also wie stehen die Chancen, dass die Union solche Pläne überhaupt umsetzen kann? Carsten, du sprichst da eine Problematik an, die sich durch das komplette Wahlprogramm der CDU zieht. Mit wem, mit welchem Koalitionspartner wollen sie am Ende ihre Forderung gerade bezugnehmend auf Migrationspolitik durchbringen? Dass diese Forderung jetzt aber so kurz nach dem Attentat in Magdeburg ausgesprochen wird, ist nicht sonderlich verwunderlich. Ist doch Abschiebung etwas, wo die CDU jetzt schon länger das Tempo anziehen möchte. Und hier mit dieser neuen Regelung, die CDU möchte, also Abschiebung nach 2 Straftaten, auch nach in Anführungsstrichen leichteren Straftaten wie zum Beispiel Diebstahl oder Raub, da nimmt die CDU Bezug auf eine Aussage des Bundeskanzlers, wir müssen endlich im großen Stile abschieben. Und wenn man sich die Zahlen einmal anguckt, dann bekommt die Union in ihrer Kritik gegenüber dem Bundeskanzler hier durchaus recht. Denn bis Dezember diesen Jahres sind 17.800 Abschiebungen vollzogen worden. Das sind nur ein paar Prozent mehr als im vorherigen Jahr, wo es um die 14.000 waren. Und dann mal im Vergleich, wenn wir in das Jahr 2019 blicken, da waren es 22.000 Abschiebungen. Also die Abschiebungen im großen Stile, die der Bundeskanzler und seine SPD damals versprachen, die sind nicht gekommen. Der Wahlkampf ist ein kurzer, knapper und knackiger. Dementsprechend legt die CDU hier den Finger in die Wunde und auch wieder Bezug nehmend auf den Täter dieses Attentats in Magdeburg. Er ist ja verurteilt worden 2013 für die Ankündigung von Straftaten, hat eine Geldstrafe von 900 € zahlen müssen, war damit als Straftäter registriert und hat trotzdem circa 3 Jahre später Asyl bekommen. Und mit dieser Tatsache hat die CDU große Probleme, verweist auf viele andere Straftaten in der Hinsicht, die stattgefunden haben, die verhindert hätten werden können, da die Täter vorbestraft waren und dementsprechend hätten abgeschoben werden sollen, nach Meinung der Unionspolitiker. Aber um noch einmal abschließend auf deine ganz konkrete Frage einzugehen, wie soll das passieren, die kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Denn die Koalitionspartner, die definitiv bei diesen Thematiken mitmachen würden, AfD und FDP, die kommen für CDU
momentan nicht zur Frage, denn die Brandmauer zur AfD steht und die FDP, die kratzt momentan immer noch unter der 5%-Marke.